Was ist die dreckigste Stadt der Welt? Ich hätte auf eine chinesische Megacity getippt. Vielleicht Delhi, eingehüllt in seinem ewigen Smog. Oder, wenn man Berliner fragt, natürlich Berlin. Zumindest an Silvester, wenn Polenböller nicht nur Hände zerfetzen, sondern auch Lungen. Doch die Antwort liegt woanders. In einer Stadt, die sich am Rand der Welt versteckt. Ulaanbaatar. Ausgerechnet hier, in der Hauptstadt der Mongolei, in einem Land, das so leer ist, dass die Steppe größer scheint als der Himmel und wo bis heute mehr Nomaden leben als irgendwo sonst, ist die Luft so giftig, dass sie Menschen tötet. Wie kann das sein? Das wollte ich herausfinden, also bin ich aufgebrochen. An diesen Ort, der wirkt wie ein Riss in der Zeit. Wo sowjetische Betonblöcke Schatten werfen auf gläserne Hochhäuser. Wo Pferde durch die Straßen traben, während Teslas lautlos vorbeigleiten. Wo die Hälfte der Menschen in Zelten lebt und trotzdem von einer außer Kontrolle geratenen Urbanisierungswalze überrollt wird. Dies ist die Geschichte der letzten großen Unbekannten Asiens. Einer Stadt voller Widersprüche, voller Probleme, aber auch voller Menschen, die jeden Tag aufs Neue beweisen, dass selbst im dicksten Smog noch Träume atmen können. Zwischen Luftverschmutzung und Verkehrschaos, zwischen Alkoholismus und Arbeitslosigkeit, habe ich etwas gefunden, das ich hier nicht erwartet hätte. Stolz, Freiheit, Hoffnung. Guten Morgen aus Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Anna und ich werden dieses außergewöhnliche Land in den kommenden Wochen bereisen und freuen uns da schon sehr drauf. Bevor es für uns in die Weiten der Natur geht, werden wir uns ein bisschen Ulaanbaatar auch anschauen. So geht es wahrscheinlich vielen. So ging es zumindest mir, dass ich absolut überhaupt gar keine Ahnung von Ulaanbaatar hatte. Ja, dementsprechend war ich auch ein bisschen überrascht, als ich vor ein paar Tagen gelesen habe, dass ausgerechnet Ulaanbaatar, also ausgerechnet die Hauptstadt des am dünnsten besiedelten Landes der Welt, die verschmutzteste der Welt ist. Wir werden uns ein bisschen diese Stadt anschauen. Wir werden ein paar Menschen treffen, die uns von dieser Stadt erzählen werden und die auch mit den Problemen und Herausforderungen dieser Stadt vertraut sind. Ich bin schon sehr gespannt darauf, weil so auf den ersten Eindruck, den wir jetzt in den ersten Tagen hier gewonnen haben, ist es eine sehr, sehr interessante Stadt, eine sehr außergewöhnliche Stadt, die ich auch so, glaube ich, noch nie erlebt habe. Wenn man an gefährliche Städte denkt, stellt man sich Schüsse vor. Gangs, Waffen, Drogen. Doch hier in Ulaanbaatar kommt der Tod auf leisen Sohlen. Hier sterben Menschen nicht durch Kugeln, sondern durch die Luft. Der größte Feind der mongolischen Hauptstadt sitzt in jedem Atemzug. Und doch ist er im Sommer kaum zu spüren. Die Sonne malt goldene Konturen auf die Hochhäuser und der Himmel wirkt so klar, als wolle er sich für den Winter entschuldigen. Denn in der kalten Jahreszeit, die hier bis zu 9 Monate dauert, verwandelt sich Ulaanbaatar in eine Gasglocke. Dann steigen die Feinstaubwerte auf das 30-fache des WHO-Grenzwerts. Dann gehört die Luft zu den tödlichsten der Welt. Dann kostet sie jedes Jahr mehr als 3000 Menschen das Leben. Leise, unsichtbar, Tag für Tag. Die Mongolei wurde innerhalb weniger Jahrzehnte in die Moderne katapultiert. Nirgendwo auf der Welt lebten so viele Menschen so lange nomadisch. Und nirgends sonst verlief der Übergang zur Sesshaftigkeit so radikal. Die sozialen Folgen dieses Umbruchs entladen sich mit aller Wucht in der Hauptstadt. Vor nur 30 Jahren lebten hier 500.000 Menschen. Heute sind es über 1,6 Millionen. Rund die Hälfte aller Mongolen ist mittlerweile in Ulaanbaatar zu Hause. Ein Drittel der Gebäude in der Innenstadt entstand allein in den letzten 15 Jahren. Und so gleicht die Metropole einem Fass, das überläuft. Es gibt kein U-Bahn-System, kaum Fahrradwege, nur verstopfte Straßen. Mehr als 600.000 Autos quälen sich täglich hindurch, viele davon ohne funktionierende Abgasfilter.
Doch das eigentliche Problem beginnt dort, wo der Asphalt endet. Denn während im Zentrum gebaut wird, lebt der Großteil der Bevölkerung am Rand. In traditionellen Zelten, den sogenannten Gers. Über 60% der Stadtbewohner hausen in diesen informellen Siedlungen. Es sind vor allem Menschen in diesen Vierteln, die an den Folgen der Luftverschmutzung leiden und von der Regierung allein gelassen werden. Wo das große System versagt, springen kleine Initiativen ein. Eine davon ist Gerhab. A lot of young people are choosing to come to the city for to explore better economic opportunities and educational opportunities, but also there's due to climate change and environmental degradation, there's a lot of things happening in the countryside. One of them is called Zot. It's in extreme dry weather condition that happens in the winter, so that causes a lot of livestock to die. The herders lose most of their, if not all of their livestock in just one winter, so they just have no choice but to come to the city to start again. Almost 60% of the city population lives in the Ger areas. Because for centuries it's been our tradition that we have been living in the Ger. Ger provides this round, intimate space for the family members to be more closer to each other. And not just for the Ger, but also in Ger areas, every household have their own individual space, plots. I think a lot of people prefer to live in that way. And there was this plan by the municipality to that is called redevelopment of Ger areas. 220,000 households live in the Ger areas, and their plan is to build apartment complexes for 120,000 of them. 5% of that number of those households actually moved into apartments so far. I think, in my personal opinion, it's not just about whether it's tradition versus non-tradition, or Ger areas versus apartment buildings. It's essentially about the amenities that people need and whether the government can provide those or not. More than 90% of the households are not connected to central sewage system. There was about more than 600,000 pit latrines that are in the city. So that's also causing a lot of soil pollution. Then even in some cases the water itself. So that's one of the issues. Almost all of the residents' households use coals to heat their spaces. After all, we're living in the coldest capital city in the world, and minus 0.8 Celsius is the yearly average temperature here. So you can imagine how cold it can be and how challenging it can be for the people to, heat their places. So there's no way we would blame them for trying to be warm, right? But on the other hand, it's also causing a lot of air pollution, and not just the outside air, but also the indoor air qualities. The most important thing for us is to, the community members take pride in how they live, and actively involved in the development, or they interact more with each other and come up with innovative ideas. I guess that's the ultimate goal of Gerhab and the work I'm doing right now, rather than seeing results in hard infrastructure. It can't come in a way with the time, with proper planning, or with some money, but the change of the mindset, the attitude is something different that we want to achieve. Die Hügel rund um Ulaanbaatar sind bestickt mit weißen Punkten. Aus der Luft wirken sie wie Hagelkörner nach einem Sturm.
Doch am Boden entpuppen sie sich als die Häuser tausender Menschen. Diese sogenannten Gers krallen sich an die Hänge der Stadt, als würden sie sich weigern, vom Wind der Moderne davongetragen zu werden. Auf den ersten Blick erinnern diese Siedlungen an Favelas. Ein wildes Mosaik aus staubigen Pisten und schiefen Zäunen, aus einfachen Hütten und noch einfacheren Zelten. Doch diese Bezirke sind keine Slums. Wer hier lebt, tut es nicht nur, weil er muss, sondern auch, weil er will. Diese Viertel sind kein Zeichen von Rückstand, sondern von Widerstand. Sie erzählen von Menschen, die sich nicht verlieren möchten in einer Welt, die sich täglich neu erfindet. Dafür zahlen sie einen hohen Preis. Wasser gibt es nur an wenigen Stellen. Wer es braucht, trägt es in schweren Kanistern nach Hause. Auch Duschen sind zentralisiert. Und wenn die Kälte kommt, wenn sie sich in jede Fuge, jede Falte, in jeden Atemzug schleicht, dann wird das Heizen zur Pflicht. Bei Tag und bei Nacht muss jemand den Ofen füttern. Mit Kohle, mit Holz, mit allem, was brennt. Denn ohne Feuer kein Schlaf. Ohne Feuer kein Morgen. Trotz dieser harschen Bedingungen begegne ich hier Menschen, die hoffen. Menschen mit Haltung. Menschen, die nicht nur überleben, sondern gestalten. Die nicht klagen, sondern handeln. An diesem sonnigen Vormittag besuche ich eine Familie hoch oben im Hang. Auf ihrem Grundstück stehen 2 Gers, darin leben 3 Generationen, insgesamt 10 Menschen. Eine von ihnen ist Künstlerin. Sie arbeitet in ihrer Ger, sie schläft in ihr, sie kocht in ihr. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen und hier versucht sie eine Brücke zu schlagen. Zwischen den Traditionen von gestern und den Möglichkeiten von morgen. Яг нөгөө намайг баг байхад бол ингээл хот айгуу цав цагаан байшингуутай нэг бол усан цэнхэр өндөр арилгуудтай тэгэл айгуу цэвэрхэн одоо машин төвчрэл энэ байдаггүй байсан л та айгуу зэгцтэй хот юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд нөгөө яг манайхыг энэ ирж явах үед ерөөсөө аргашаа айлууд байдаггүй байсан. Яг нөгөө улсаас нөгөө 07 газар гэж одоо өгчээсэн. Тэгээд одоо яг нөгөө шилжилт хөдөлгөөн ч гэдэг юм уу одоо нөгөө сошиал нүүдлийн соёл иргэншлээс бас нөгөө хүмүүс зарим нэг хүмүүс нь татгалзаад одоо хотод суурьснаас болоод одоо нөгөө хотын маань тэлэлт явагдаад даац жоохон хэтэрж байгаа. Илүү өндөр одоо янз бүрийн барилгууд гоё загвартай тийм барилгуудтай болсон. Тэгээд илүү нөгөө юу гэмдэ нэгтрал бий болж байгаа. Бид нэр одоохондоо жоохон проблемтай байгаа ч гэсэндээ нөгөө асуудалтай төгжрэлтэй нөгөө утаатай ч юм уу тиймэрхүү байгаа ч гэсэндээ одоо тэр асуудлууд манайд бол ингээд төр зургийнх ингээд бид нэр хэсэг хугацааны дараа л даван туулаад гарчих байх гэж найдаж байгаа. Тийм болохоор илүү нөгөө одоо орчин үеийн хот гэх юм уу та бий болж байгаад нь бас манай Монгол Герман бол одоо нөгөө одоо энергийг одоо зөв энергитэй байлгадаг одоо нөгөө уламжлал одоо өвгдөөсөөс ирж ингээд уламжлагдаж ирсэн сууц гээл яг хүмүүс тэгж хөнгөн ойлгодог л да. Тэгэхээр гэрт маань бас нөгөө тийм агуулмжууд айгу өрхөн байдаг л да. Одоо нөгөө 2 багна гэхэд чинь нөгөө одоо ээж аавын талын өвгдөөсөд ингээд байдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөө яг нөгөө улс бий болдог штэ ижилхэн яг ингээд нөгөө гэр бүл чинь одоо жижигхэн улс штэ яг тэрнийг одоо юу ингээд агуулж байдаг байхгүй юу. Одоо яг 8 жил болж байгаа маань яг ингээд гэрт тусдаа гараад тэгмэд нөгөө одоо Улаанбаатар хотын маань толгомцсон асуудал бол утаа байгаад байгаа. Тэгэл тэр нөгөө утаа ингээд нөгөө одоо Улаанбаатар хотын агаарт ингээд одоо бохирдолт нь одоо ингээд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдэг үднээс ингээд жоохон сэтгэл эмзэглэлтэй байдаг. Тэгээ нөгөө юу байна санаа сэтгэл айгүй зовно. Тэгэл тэр юугаараа ингээд би нүүрс төлмээргүй байл гэж боддог байсан байхгүй. Тэгэл 20 онд яг ингээд юуныхаа
нүүрс төлөхгүй гэл энэ одоо өглөөс эхлүүлээ би нүүрс төлөхгүй гэж бодож ирсэн байхгүй юу. Тэгэнгүүт нөгөө ингээд судалгаа хийгээд үзэхгүй одоо нөгөө салхины эрчим хүч яах юм нарны сэргийгдэх эрчим хүч ашиглавал ямар байна гэд. Тэгээд нөгөө одоо нөгөө төвөөс тог авах юм бол угаасаа нөгөө айгуу юутай зардал айгуу тогны үн айгуу өндөр гардаг. Тэгээд баахан сэргийгдэх яаж үзсэн судалж үзсэн чинь нэлээд өндөр гарсан байхгүй юу тэр үедээ. Тэгээ ангууд нь за би энэ жилдээ ч бас амжих чадахгүй байна. Дараа жил яг ингээд сэргийгдэхээр гал төлөхгүй гэж би бодож ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэгжсэн чинь нөгөө манай дээр ийм нөгөө дараа гэдэг байхгүй юу нөгөө манай дээр ийм төсөл хэрэгжиж байгаа ингээд хүмүүсээс ингээд судалгаа авч байгаа та тэрэнд нь ингээд оролцоод үзээрэй гэд тэгээ санал тавьдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт нь за тэгээд очиж ярилцлага өгсөн чинь яг нөгөө хаагаад хүсээд исэн нөгөө сэргээгдэх юм байж таарад тэгэл ярилцлаганд нь орчоод ясан чинь тэнцсэн гэд шалгарчихсан гэд тэр чинь хотоос 3 айлал шалгарч авах байсан юм чинь тэгээд 22 оны өвөлдөө болол тогоо ингээд нөгөө юугаа эрчим хүчээ болохоор нөгөө халаахалтанд ашигладаг. Зундаа бол нөгөө хэрэглээндээ ашигладаг байна. Hallo Freunde, bevor es weitergeht mit dem Video, eine Herzensempfehlung an alle, die gerne filmen oder fotografieren. Einige fragen sich vielleicht, warum Anna im Video nicht zu sehen ist. Sie war in Ulaanbaatar leider krank und so musste ich diese Reportage ganz allein filmen. Und das wäre ohne zwei Dinge nicht möglich gewesen. Ein Stativ und ein ND-Filter. Wir greifen dabei schon seit Jahren auf die Produkte von K&F Concept zurück. Beim Backpacken, bei Radreisen auf staubigen Pisten und in tropischer Feuchtigkeit. K&F Concept steht für durchdachtes, robustes und preiswertes Foto- und Videoequipment. Stative, Filter, Rucksäcke, alles was man für unterwegs braucht. Das Stativ, das ich benutze, ist aus Carbon, also zugleich leicht und stabil. Ich kann es bis auf 1,72 ausziehen. Gleichzeitig ist es kompakt genug, dass ich es an meinem Rucksack befestigen kann. Und ja, wir setzen es sowohl für die ruhigen Standbilder ein, die ihr aus unseren Videos kennt, aber auch für Interviews und ja, unsere Zwiegespräche unterwegs. Ein weiteres essentielles Tool, das wir fürs Filmen nutzen, ist der Nano X ND-Filter. Das ist eine Art Sonnenbrille fürs Objektiv. Er sorgt dafür, dass auch bei grellem Licht die Aufnahmen filmisch und natürlich wirken. Ich habe ihn in 3 Größen, passend für alle meine Objektive und kann die Dinger wirklich nur empfehlen. Wenn ihr selbst kreativ unterwegs seid, schaut direkt bei Amazon vorbei. Die Links zu den Produkten findet ihr in der Videobeschreibung und mit dem Code DE-Notizen bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also danke an K&F Concept für die langjährige Partnerschaft und euch viel Spaß beim Filmen, Fotografieren und beim Weiterschauen des Videos. Sind wir egoistisch, verwöhnt oder haben wir einfach nur den Glauben daran verloren, etwas verändern zu können? Im reichen Deutschland studieren junge Menschen in Berlin oder München und wandern dann nicht selten aus, um anderswo Karriere zu machen. In der armen Mongolei studieren junge Menschen in Seoul, Paris oder New York und kehren dann zurück in ihre Heimat. Trotz minus 30 Grad, trotz Smog, trotz korrupter Eliten. In Berlin gibt es etwas mehr als 100 NGOs. In Ulaanbaatar sind es über 10.000. Viele davon wurden von jungen, gut ausgebildeten Mongolen gegründet. Sie kämpfen gegen Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit. Sie organisieren Workshops, sie sammeln Spenden, sie fordern Transparenz. Nicht für Likes, nicht für Status, nicht für Geld, sondern weil es wichtig ist. Während wir in Deutschland auf den Staat schimpfen und darauf warten, dass irgendwer irgendwann irgendetwas tut, fangen sie einfach an. Mit 2 Händen, mit wenig Geld und mit der tiefen Überzeugung, wenn du etwas ändern willst, dann tu es. 2009-10 оны үед бол энэ гэр орол хогийн цэг байсан газар байгаа. Тэгээ энийг бол би өөрийнхөө мөнгөөрөө одоо дэнчин тавиад тэгээд энэ хогийн цэвэрсэн учраас энэ жижигхэн нуур цөөрөм сэргсэн. Энэ нуур сэргэж ус бий болсноор мод оргомол тарих, зав ажиллуулах, тишүүр тоглуулах юм болцоонууд бүгд нээгдсэн байна. Ерөнхийдөө улсаас бол ямар нэг тусламж аваагүй. Энэ би санаачлаа тэгээд манай аав бол одоо хүүхдтэй зориулж юм уу өөрийнхөө одоо бүх хүч чадлыг аав зориулж ингэж аав битээр цуг хийсэн тийм ажил. 4-5 сард ингээд хогийн цэвэрлэнгүүт Монгол 7-8 сард бороо их ордог. Тэгээд энэ бол
машинаар ус зөөж авчирч хийх шаардлагагүйгээр энэ газар бол зүгээр нэг хогийн цэг байсан газар биш. Энэ бол 80 жилийн өмнө чулуун карьер байсан газар байгаа. Тэгээд эндээс Японы олзлогдсон хүмүүсийг одоо зөвлөлтийн цэргүүд олзож Сибирь тавьчихсан хүмүүсээс 14,000 Монголд олзлогдож ирсэн. Тэр хүмүүсийн бас нэг хэсэг нь энд чулуу бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгээд эндээс Сүхбаатарын талбайн чулуу болоод тэр хотын төвийн одоо замын чулуун карьер хийж исэн газар. Тэгээд энэ түүх эдэр нь бол надад маш сонирхолтой байдаг. Тэгээд сая бол дайн дууснаас хойш 80 жилийн дараа Японы Изан Монголд ирлээ. Тэгээд Японы Изан хантай уулзах бас Японы хэвлэлүүдээр манайхыг бас Японд их гаргаж байгаа. Тэгээ энэ бол ингээд ганцхан одоо нэг хүний ихлүүлсэн ажил биш, цаашаа өөрөө энэ түүхтэй бас их утга учиртай ажил юм байна гэж ойлгосон. Эрдэнэтэд амьдарч байхдаа миний хүүхэд өсвөр нас бол Эрдэнэтэд өнгөрсөн. Тэр үедээ бол би хүмүүст их туслах дуртай тийм байсан. Тэгээд Улаанбаатар шилжиж ирлээ. Янз янзын бас жоох хэцүү амьдралууд ч гэсэн одоо бэрхшээлүүдэд тулгарч исэн. Гэхдээ явандаа ингээд ийм газар олж аваад юмыг өөрчлөөд ингээд хийж байгаа нь бол одоо цаанаасаа нөгөө одоо бурхан гэж байдаг бол надад туссан болов уу гэж бас тэгж боддог. Alle wollen in die große Stadt. Doch das Versprechen, mit denen uns die Metropolen diese Welt locken, entpuppt sich oft als trügerisch. Denn statt Möglichkeiten und Aufstieg bringen sie nicht selten Stress, Entfremdung, Einsamkeit. Egal wo auf der Welt, wer heute geboren wird, wächst mit hoher Wahrscheinlichkeit im urbanen Raum auf. 1950 lebten noch 2/3 der Menschheit auf dem Land. Bald wird es weniger als 1/3 sein. Wir schwärmen in die Metropolen wie Motten zum Licht. Doch in ihren Zentren verlieren wir das, was wir am meisten brauchen. Verbindung, Ruhe, Zeit. Kinder haben ihre eigenen Zimmer, aber kaum noch gemeinsame Mahlzeiten. Eltern schuften in Büros mit Glasfassaden, für Wohnungen, in denen sie nur noch schlafen. Großeltern vereinsamen in Häusern, die an Wert gewonnen haben, aber an Leben verloren. Die Welt wird moderner und dabei gespenstisch leer. Alle Städte sehen plötzlich gleich aus. Shoppingmalls, Coffeeshops, Fastfoodketten. Dieselben Fassaden, dieselben Leuchtreklamen, dieselben Probleme. Schlechte Luft, steigende Mieten, sinkende Zufriedenheit. Vielleicht müssten wir also keine neuen Megastädte bauen, sondern das Leben außerhalb davon wieder möglich machen, bevor es verschwindet. Ulaanbaatar hat mich daran erinnert, dass Fortschritt nicht heißt, alles Alte aufzugeben. Dass Urbanisierung nicht Uniformierung bedeuten muss. Die Menschen hier kämpfen nicht gegen die Moderne, sondern dafür, dass sie menschlich bleibt. Niemand hier möchte zurück in die Vergangenheit. Doch auch möchte niemand eine Zukunft, die fordert, dass man seine Identität für sie opfert. Und wir? Was wollen wir? Im Westen, in Deutschland? Mehr Komfort? Mehr Konsum? Ein Mehr an allem, außer an Sinn? Vielleicht macht uns die Zukunft zunehmend Angst, weil wir nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich gut sein soll. Ulaanbaatar ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Stadt und eine sehr einzigartige Stadt. Und eine Stadt, in der sehr, sehr viel passiert und die auf den ersten Blick vielleicht auch chaotisch wirkt und die sicherlich auch viele Probleme hat. Aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen unfair, die Stadt nur auf die Probleme zu reduzieren. Ich glaube zum Beispiel, das Problem mit der Luftverschmutzung ist halt viel, viel komplexer, als auch ich so im Vorfeld gedacht hatte. Es hat auf jeden Fall auch mit der Wohnsituation zu tun und es hat aber auch andererseits dann damit auch was zu tun, dass eben die Gers tief verankert sind in der Kultur und in der Tradition der Menschen, die hier leben. Und nicht jeder möchte in so einem Apartment leben, die hier gerade überall gebaut werden. Und ich glaube, so ein Leben in einer Ger hat auch viel mit Familie, mit Intimität, mit Freiheit auch zu tun, ein Stück weit. Und ja, das, was wir sozusagen als Fortschritt sehen und das hier quasi, also all diese großen Gebäude, die hier jetzt aus dem Boden sprießen, überall, ja,
ich glaube, viele Menschen, viele Mongolen sehen darin eher das Gegenteil von Freiheit. Also die begreifen das, glaube ich, auch als eine Art Gefängnis und ich kann es ihnen auch nicht verübeln. Ja, es hat auf jeden Fall auch viel mit Herausforderungen zu tun. Es ist auf jeden Fall kein leichtes Leben in Naguère. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, ein sehr komplexes Themenfeld und ja, dafür gibt es auch, glaube ich, keine so einfachen Lösungen. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, hier jetzt so ein paar Einblicke in die Stadt bekommen zu können und fand es auch sehr inspirierend, wie ja, Menschen hier ihren Alltag meistern und handeln und auch mit kreativen Lösungen für gewisse Dinge kommen. Und ja, finde ich einfach cool. Also ich finde es auch schön zu sehen, dass die Menschen hier doch sehr, sehr positiv gestimmt sind, was die Zukunft betrifft. Ja, und auch mit Stolz auf ihr Leben und auf ihr Land und auf ihre Stadt hier blicken und nicht nur alles schlecht reden. Das finde ich sehr inspirierend und ich glaube, davon können wir uns auch eine Scheibe abschneiden in Deutschland. Ja, ich freue mich jetzt aber auch darauf, dass wir morgen die Stadt verlassen werden und ein bisschen in die Natur kommen. Genau das taten wir und es war phänomenal. Wir reisten tausende Kilometer durch die Weiten dieses außergewöhnlichen Landes, durch grüne Täler und staubige Wüsten, durch unendliche Steppen und zerklüftete Berge. Wir ritten auf Pferden und Kamelen, wir schliefen unter den Sternen und in Gers, wir schwammen in Flüssen und tauchten ein in die Heimat der Nomaden. Wir erlebten eine Lebensweise, die droht, von der Moderne verschluckt zu werden, und spürten, wie der Klimawandel das Land verändert. Vor allem aber lernten wir, was echte Freiheit bedeutet. Nicht als Schlagwort, nicht als Gefühl, sondern als Lebensentwurf. Doch all das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Freunde, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich kann euch schon mal vorab sagen, die kommenden Videos werden richtig, richtig gut. Ja, eine kleine abschließende Bitte. Wie ihr sicherlich wisst, kostet es uns viel Zeit und viel Geld, diese Videos zu produzieren. Leider haben 54% unserer Zuschauer unseren Kanal noch nicht abonniert. Falls euch unsere Videos gefallen, lasst uns bitte ein Abo da. Bitte teilt unsere Arbeit mit Freunden und Bekannten. Das würde uns extrem dabei helfen, auch in Zukunft noch bessere Videos zu produzieren, noch spannendere Themen zu behandeln und noch interessantere Leute zu interviewen. Ja, 1000 Dank an alle, die uns supporten und bis zum nächsten Mal.